Eine Partei, die ihren Wählern dienen will, lässt sich nicht von einem Provinzspringteufel mit 30er-Jahre-Wortschatz, Großmannsgehabe und lächerlicher Hitlergestik tyrannisieren, der auch noch regelmäßig seinen Wahlkreis verliert. Julian Reichelt wirft Höcke raus, wie der einstige Kritiker zum Handlanger der CDU wurde. Auf geht's. Was ich Ihnen jetzt sage, mag manchen AfD-Wählern und manchen CDU-Wählern unter Ihnen nicht gefallen, aber ich sage es trotzdem, weil ich es für vernünftig halte. Die AfD muss sich entscheiden, ob sie wirklich regieren will, um die Wünsche ihrer Wähler wahr werden zu lassen und ihr Leben besser zu machen. Denn das geht nur in der Regierung. Wenn sie gar nicht erst regieren will, dann betrügt und missbraucht sie ihre Wähler. Wenn sie regieren will, hat die AfD eine Verpflichtung, anschlussfähig zu werden, denn eine absolute Mehrheit mag zwar in den Allmachtsfantasien einiger ihrer Kader existieren, wird aber niemals kommen. Die AfD könnte innerhalb weniger Jahre Regierungsverantwortung übernehmen, wenn sie bereit ist, sich zu verändern. Derzeit aber leidet diese Partei, die sich als deutscheste Partei des Landes präsentiert, genau am selben Syndrom wie Deutschland. Sie hält sich für zu erfolgreich, um sich radikal zu verändern. Parlamentarisch wird sie dadurch immer bedeutungsloser, während die wirklich klugen und anschlussfähigen Rechten Europas wie Geert Wilders, Giorgia Meloni Land um Land, Parlament um Parlament, Regierung um Regierung erobern. Hier ist, was die AfD radikal ändern muss. Erstens, Björn Höcke muss weg. Seine Sprache der wohltemperierten Grausamkeiten ist schlicht abschreckend, wenn man mehr will als einen vollkommen wertlosen Wahlsieg in Thüringen. Ich weiß nicht, ob Björn Höcke die SA-Parole Alles für Deutschland ganz bewusst genutzt hat, keine Ahnung, aber ich weiß, was ein Mann meint, ein Geschichtslehrer meint, der sich seine Haare so aus dem Gesicht streicht. Björn Höcke ist auch nicht der Volkstribun, als der er sich gerne ausgibt. Seine Reden sind flach, geistlos und zornig. Ein echter Volkstribun, wie zum Beispiel Gerhard Schröder, würde Björn Höcke zum Frühstück verspeisen. Höcke ist der mit Abstand bekannteste AfDler und er holte in Thüringen nahezu das identische Wahlergebnis wie der mit Abstand unbekannteste AfDler in Sachsen. Björn Höcke ist sehr ersetzbar. Er ist nur sehr erfolgreich darin, seiner Partei das Gegenteil einzureden. Wenn es der AfD wirklich darum geht, ihren Wählern zu dienen und etwas zu verändern im Land, dann muss Alice Weidel den Mut finden, Björn Höcke zu entmachten und zu verbannen. Ich persönlich halte Höcke für einen überzeugten Nationalsozialisten, aber es geht gar nicht darum, was ich denke. Jeder Mensch mit deutscher Lebenserfahrung weiß, dass Björn Höcke der AfD im Weg steht. Er allein ist der Unterschied zwischen bundesweit 20 und möglichen 30%. Eine Partei, die ihren Wählern dienen will, lässt sich nicht von einem Provinzspringteufel mit 30er-Jahre-Wortschatz, Großmannsgehabe und lächerlicher Hitlergestik tyrannisieren, der auch noch regelmäßig seinen Wahlkreis verliert. Ein Volkstribun, der nicht einmal seinen Wahlkreis gewinnen kann? 2017 stimmte Alice Weidel selbst für einen Parteiausschluss von Björn Höcke. In dem Antrag attestierte Weidel Höcke, und ich zitiere, eine übergroße Nähe zum Nationalsozialismus, eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus und, Zitat, ein Menschenbild, welches der Würde des Menschen widerspricht. Wenn Alice Weidel stark genug ist, ihren eigenen Worten und Überzeugungen zu folgen, dann muss sie Höcke loswerden. Björn Höcke ist nicht der einzige unzumutbare Charakter in der AfD, natürlich nicht, aber an ihm entscheidet sich, ob eine Selbstreinigung gelingen kann. Mit ihm bleibt die AfD für breite Schichten auf Jahre hinaus unappetitlich und unantastbar. Ihn zu stürzen wäre ein Signal der Vernunft und der Ernsthaftigkeit. Zweitens, die AfD muss sich selbst den rechtsnationalen Herrenmenschen-Antisemitismus austreiben, der das deutsche Bürgertum schon immer befallen hat. Es gibt in der AfD viele Leute mit fabelhaften Ansichten zu Israel und dem jüdischen Leben in Deutschland. Aber es gibt eben auch zu viele mit diesem üblen, raunenden, antisemitischen Mief, den Geert Wilders, Viktor Orban oder Giorgia Meloni niemals dulden würden. Selbst Marine Le Pen hat das antisemitische Gezische ihres judenhassenden Vaters radikal beendet. Beim TV-Duell zwischen Sarah Wagenknecht und Alice Weidel war geradezu körperlich spürbar, dass Weidel beim Thema Israel nicht frei sprechen wollte. Zu sehr
fürchtete sie die Macht der antisemitischen Gesinnung in ihren eigenen Reihen. Angefangen bei ihrem Co-Vorsitzenden Tino Kruppalla, der die AfD gegen Israel positionieren will. Und hier ist, was laut Welt ein Mitglied der AfD-Fraktion über Tino Kruppalla sagt. Es wäre erfrischend, wenn Kruppalla mal eine außenpolitische Position vertreten würde, die sich von der Moskaus unterscheidet. Er kritisiert Israel, aber nicht die Hamas. Was hält ihn davon ab, zum BSW zu gehen? Sich so krass gegen Israel zu wenden, ist nicht Beschlusslage. Zitat Ende, sagt die AfD-Fraktion selbst. Die Fraktion der AfD murrt leise, aber duldet weiter üble Charaktere wie zum Beispiel auch Jürgen Pohl, mit denen niemand jemals koalieren wird, liebe AfD. Schauen Sie. Liebe Freunde, Großes ist gestern passiert. Unser Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender hat festgestellt, dass die Kriegsbegeisterung im Bundestag sich durch das Hohe Haus zieht und so weiter und so fort. Und alles das mit dem Begriff Staatssaison für Israel. Nein, wir sind die Partei des Friedens, hat er gesagt. Die Friedensinitiativen in der Ukraine und im Libanon und im Gazastreifen, die müssen von Deutschland ausgehen. Und jetzt kommt's aber. Ich muss ehrlich sagen, diese Friedensinitiative stößt manchem AfD-Mitglied in der Fraktion hart auf. Westdeutsch sozialisiert, Israel darf alles, die anderen dürfen nichts. Und wir unterstützen das auch, soll das auch noch unterstützen. Überlegt euch das mal. Enthauptungsschläge, Angriff auf Kinderkrankenhäuser, Angriff auf Beirut, auf den Libanon, Angriff auf den Iran, Angriff auf Syrien, Angriff auf den Gazastreifen. Das soll alles hingenommen werden mit Staatsräson. Leute, das geht nicht. Was wir brauchen, ist Frieden. Und so einen Frieden, der nicht gleichzeitig Keimzelle für einen neuen Krieg dort unten ist. Ihr wisst das selber, der Ausgang des Ersten Weltkrieges hat den Zweiten Weltkrieg schon begründet, aufgezeigt und aufgezogen. Das dürfen wir nicht machen. Wir brauchen einen festen Frieden da unten, dass endlich dieser Völkermord ein Ende findet. Liebe AfD, was sind das für Leute? Die Friedensinitiative muss aber von uns ausgehen. Niemand wird jemals mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Rechte Parteien in Europa, besonders in Deutschland, aber in ganz Europa, können nur als Schutzmacht des jüdischen Lebens und eiserner Verbündeter Israels Erfolg haben. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Julian Reichelt und seine Sendung Achtung Reichelt. Was da passiert ist, lässt einen echt die Stirn runzeln. Ich meine, da stand jemand, der mit seiner scharfen Zunge und kritischen Analysen frischen Wind in die Medienlandschaft bringen wollte. Aber was er jetzt abgeliefert hat mich wirklich schockiert. Reichelt hat in seiner Sendung ziemlich klar gemacht, dass er Björn Höcke rauswerfen will. Warum? Weil er glaubt, dass die AfD so anschlussfähig wird. Anschlussfähig für wen, frage ich mich da. Für die CDU? Für die gleichen Leute, die die AfD seit Jahren ausgrenzen und schlecht drehen. Hier wird die politische Linie knallhart durchgezogen und Julian Reichelt scheint die Rolle des Sprachrohrs zu übernehmen. Ich dachte ehrlich, Reichelt hätte verstanden, dass die Menschen echte Alternativen wollen. Er hat den Finger auf die Wunden gelegt, die andere Medien gerne vertuschen. Die Probleme der Regierung, die Verlogenheit in der Politik. Aber wenn es sich jetzt hinstellt und öffentlich jemanden wie Höcke rausschmeißen will, macht er damit deutlich, er ist kein unabhängiger Journalist, er ist ein Handlanger der CDU. Und das wirft für mich eine große Frage auf. Was soll Achtung Reichelt oder auch sein Nachrichtenkanal News dann noch sein? Sind diese Kanäle am Ende nur ein verlängerter Arm für Merz und Co. oder sogar gezielte Werbung für die CDU? Diese Art der Manipulation unter dem Deckmantel von kritischem Journalismus finde ich ehrlich gesagt gefährlich und entlarvend. Er deckt nur noch eines auf: seine Sympathie für Friedrich Merz. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum macht er das? Ganz einfach, hier geht es um gezielte Beeinflussung. Wenn jemand so stark auf den Rauswurf einer Person drängt, sendet er eine Botschaft.
Er positioniert sich klar als Retter der Vernunft und lässt die Leute glauben, dass er weiß, was gut für die AfD ist. Aber Freunde, genau das ist Manipulation. Es wird der Eindruck erweckt, als ob Reichelt den klaren Blick auf die Lage hätte. Doch in Wahrheit verarscht er seine Zuschauer. Ich sage euch ehrlich, Julian Reichelt spielt hier ein gefährliches Spiel. Mit seiner Macht als einflussreicher Medienmacher versucht er, die politische Richtung vorzugeben. Er hat schlichtweg nicht das Recht zu entscheiden, wer in der AfD etwas zu sagen hat und wer nicht. Das ist nicht die Rolle eines unabhängigen Journalisten. Es ist, als würde er im Auftrag der CDU eine gezielte Demontage betreiben. Leute, wir müssen kritisch bleiben und uns bewusst sein, wer uns hier wie beeinflussen will. Julian Reichelt hat sich als derjenige positioniert, der die Wahrheit ausspricht. Doch was er hier abliefert, ist nichts weiter als gezielte Desinformation, um eine politische Linie durchzudrücken. Was denkt ihr? Hat Reichelt für euch noch Glaubwürdigkeit? Oder seht ihr das genauso wie ich? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr denkt, dass wir solche manipulativen Machenschaften weiterhin entlarven sollten, dann gebt dem Video ein Like und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleibt kritisch. Die Kreuze klar.